Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial und heute machen wir diese Box. Das hatte ich ja angekündigt und einige von euch warten ja vielleicht auch schon drauf. Und zwar ist das so eine Klapphebe-Box. Ja, und wie das geht, das zeige ich euch. Ich habe schon so ein bisschen vorbereitet, weil es sonst tatsächlich zu lange dauern würde. Ich gucke mal, ob ich das in 2 Videos mache. Wahrscheinlich. Sonst dauert das einfach zu lange. Wir machen jetzt erstmal hier diese Grundbox. Beziehungsweise die habe ich schon vorbereitet, aber wir kümmern uns dann hier oben um den Deckel. Und in einem zweiten Video machen wir hier diese Seitenteile und ziehen die Bänder ein. Dieses Geschenk hat ein Maß von 8,5 auf 8,5 und auch in der Höhe 8,5, sodass es hier genau reinpasst. Das ist auch das, was ihr bedenken müsst, wenn ihr jetzt was anderes habt. Es muss mindestens die Höhe eures zu verpackenden Teils haben. Vielleicht 1-2 Millimeter mehr, damit es auch tatsächlich hier richtig drin versinkt. Je nachdem, ob ihr noch eine Deko machen wollt obendrauf. Kann es auch ein bisschen mehr sein, vielleicht einen halben Zentimeter mehr. Und wenn ihr was Längeres habt, weiß ich nicht, ein Parfum oder irgendwie was, müsst ihr gucken, ob er vielleicht 3 Bänder einzieht. Ja, also das ist im Prinzip so das, was man beachten sollte. Und wir fangen auch, glaube ich, mal direkt an. Also wie gesagt, die Grundbox, die habe ich hier schon mal vorbereitet, die kann schon mal ein bisschen trocknen. Die hat ein Innenmaß von 14,3 auf 14,3, ist viereckig und hat eine Höhe von 8,5, die Seitenteile 8,5 mal 14,5 jeweils. Und ich schreibe euch das aber natürlich in die Infobox. Also ich glaube, ich muss nicht erzählen, wie man hier so eine Box zusammenklebt, hoffe ich. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht, damit die schon mal ein bisschen trocknen kann. Wir kümmern uns jetzt um den Deckel. Der Deckel hat ein Maß von 14,7 auf 14,7, damit er hier genau drauf passt. Und den müssen wir wie folgt präparieren. Also wir müssen natürlich in die Mitte den Ausschnitt machen des zu verpackenden Teils. Und wir müssen auch die beiden Öffnungen einbringen, wo die Bänder durchkommen. Ich habe mir das hier schon mal angezeichnet. Also das hier hat ein Maß von im Quadrat 8,7. Und diese Teilchen hier sind jeweils 1,5 breit und haben eine Höhe von 2 mm. Und worauf zu achten ist, dass die Öffnungen der Bänder natürlich innerhalb dieser Öffnung liegen, in der das zu verpackende Teil liegt. Also nicht, dass die hier irgendwo an der Seite sitzen. Dann wäre es natürlich doof. Also dann kann man sich das hier ein bisschen ausschneiden. Ich habe das schon mal vorgeritzt, damit ich jetzt hier einfach nur mit dem Cutter langfahren muss. Das mache ich ein paar Mal mit leichtem Druck. Irgendwann merkt man dann, wenn man durch ist, immer ringsrum. Ihr könnt das natürlich auch aus Graupappe machen. Ich habe jetzt hier so eine weiße Siebdruckpappe genommen, weil ich ein relativ helles Buchlein nehmen möchte. Und da ist es natürlich günstiger, wenn man eine helle Pappe nimmt. Sonst scheint das durch. So, jetzt kann man mal gucken, wie sieht das hier aus. Die Ecken noch ein bisschen ausarbeiten. Weil durch bin ich eigentlich.
So, dann kann man das hier rausnehmen. Das macht man natürlich hier mit den mit diesen Teilchen auch. Immer schön mit leichtem Druck nachfahren, solange bis man merkt, dass man durch ist. Und dann kann man hier so einfach reinknipsen. Mit der Spitze. Achtet bitte darauf, dass ihr mit dem Cutter auf jeden Fall eine frische Klinge habt. Das macht die Sache wesentlich einfacher. Dann kann man auch hier mal gucken. Und dann hier reinknipsen. Wenn die Klinge so ein bisschen in die Pappe drückt, das ist nicht schlimm, das sieht man hinterher nicht. Und dann kann man die hier, dann rausdrücken. Passt jetzt gerade gut. Hat jetzt genau diese Breite. Hier muss ich noch mal ein bisschen nachschneiden. Da hat es die Ecken nicht ganz gepackt. Hier auch nicht. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Da gucken wir gleich nochmal. Ah, da müssen wir doch nochmal 2-3 Mal drüber gehen. Da war ich etwas zu voreilig. Ja. Kann man das hier schön rausdrücken. So. Jetzt machen wir uns an den Bezug und wir müssen darauf achten, dass diese beiden Teile nicht in der Länge mit dem Buchlein liegen. Also das heißt, die werden so aufgebracht. Wir beziehen diese Vorderseite und diese Hinterseite. Das hier werden die Seitenteile und wir müssen darauf achten, dass diese beiden Teile nicht in der Länge des Buchleins liegen. Das heißt, auf gar keinen Fall so, sondern so. Und das ist jetzt hier schon der dritte Take sozusagen, weil ich das natürlich beim ersten Mal falsch gemacht habe. Ich kann es euch zeigen. Hier, da habe ich es falsch gemacht und es hätte so sein müssen. Und damit wir das jetzt nicht wieder falsch machen, mache ich es nochmal neu. So, dafür arbeiten wir jetzt mit Buchleinen und Buchbinderleim. Und streichen uns hier diese Rückseite ein, also die unbemalte sozusagen. Und dann volle Konzentration, damit das nicht nochmal passiert. Und das richten wir jetzt so ein bisschen auf der Mitte aus.
bisschen in diese Richtung. Ah, jetzt ist der Seite zu viel. So, jetzt müsste es eigentlich hinhauen. Also wir achten drauf, dass wir das so aufbringen, dass die beiden langen Seiten nicht da sind, wo die Durchgänge für die Bänder sind. Ich benutze hier ein Teflon-Falzbein, weil der Leim da so nicht dran kleben bleibt. So. Jetzt müssen wir hier diese Mitte freischneiden. Und das mache ich so, dass ich mir das Geodreieck hier diagonal anlege und hier die beiden Diagonalen freischneide. Und mir dann das so zurechtschneide, dass ich die Seiten dann umlegen kann. Natürlich hier schneide ich ein bisschen kürzer ab, damit mir das hier nicht auf die Öffnungen der Bänder kommt. So, dann nehme ich mir auf jeden Fall ein Papier zum Unterlegen und leime mir jetzt hier das Innere ein. Papier sofort weg. Und jetzt halte ich mir das so, dass ich hier schon mal mit dem Falzbein über die Kanten gehe, damit das eine schöne scharfe Kante wird. Und dann fange ich an, die umzulegen. Schön die Ecken ausarbeiten. Damit das sich schön glatt anlegt. So. Dann schneide ich mir hier das Leinen einfach so raus. Das heißt, ich gehe da mit dem Cutter rein und schneide an den Kanten entlang. Und versuche auch hier nochmal mit der Spitze reinzugehen, dass ich das hier so ein bisschen wegknipse. Das ja, funktioniert mehr oder weniger gut. Aber irgendwie müssen wir es ja da wegkriegen. So, mal gucken, ob das schon hingehauen hat. Das schieben wir jetzt ein Stückchen nach oben. Und wenn das nicht ganz geklappt hat, nehmt ihr euch eine spitze Schere, geht hier unten drunter.
und schneidet das hier so ab. Das machen wir natürlich auf allen Seiten. Das ist jetzt hier geklappt. Gucken. Ja. Das ist so ein bisschen fieselig, aber es geht eigentlich. So, kann man noch mal mit der Seite von dem Falzbein das so ein bisschen andrücken, beziehungsweise den Stoff so an den Seiten nach innen drücken. Das geht ganz gut. So, und was wir jetzt noch brauchen, ist, wenn wir das Paket hier reinsetzen, wir brauchen hier eine kleine Führung. Und die habe ich aber auch schon mal vorbereitet, weil das so ein bisschen knifflig war, weil die nämlich von innen bezogen wird. Weil wenn die jetzt nicht da wäre und das sitzt hier ganz unten drin, könnte es sein, dass wenn es hochkommt, dass sich das verhakt. Und darum habe ich da so eine kleine, ja, so einen innenliegenden Hals eingesetzt, damit das eine kleine Führung hat. So, das hat das Maß, ich habe das hier schon mal vorbereitet, das hat hier ein Innenmaß von 8,7 auf 8,7, nämlich wie die Öffnung ist. Das ist so ein bisschen knibbelig, also ich habe 4 Teile gemacht, das ist 2 hoch. Ich habe 4 Teile 8,9 und habe die dann so windradmäßig aneinander gesetzt. Und das ist natürlich eine sehr instabile Sache, deshalb habe ich die Ecken hier mit Washi Tape verstärkt. Das kann man auch lassen, weil man es hinterher nicht sieht. Und das müssen wir jetzt noch einsetzen, bevor wir den Deckel auf die Box setzen. Das mache ich dann aber mit hier so einem ganz normalen Kleber. Jetzt gucke ich mal, welche Seite schön flach ist oder die flachere Seite ist. Und dann hier schön auf die Kante den Kleber aufbringen. Und das geht natürlich am besten mit einem Kleber, der hier eine schöne Spitze hat. Die äußere Seite hier braucht man nicht zu beziehen, weil die ja nicht sichtbar ist. Wer das natürlich möchte, kann das machen. Ich habe auch in die Box nicht bezogen. Auch das ist natürlich jedem freigestellt. So, dann wird das hier aufgesetzt. Ich muss mal meinen Kopf ins Bild hängen, damit das hier auch schön glatt auf der Kante aufsitzt. Kann man auch mal mit dem Finger fühlen. Das sieht gut aus und fühlt sich auch gut an. Ein bisschen andrücken. So. Und bevor wir jetzt den Deckel auf die Box aufsetzen, nehmen wir hier erstmal das Washi Tape weg, weil das würde man am Ende sehen, insbesondere bei diesem super hellen Leinen.
So. Jetzt streiche ich hier diesen Rand oder auch den hier, wie ihr wollt. Den streiche ich jetzt oder den benetze ich jetzt wieder mit meinem Klebestift, weil ich den dann doch am besten dosieren kann. Schön auf den Rand auftragen. So, und jetzt setze ich den Deckel hier oben drauf. Das Unterteil sozusagen. Dann kann man es nämlich am besten justieren, wie ich finde. Kann man dann immer mal mit dem Finger fühlen. Und ich glaube, die sitzt gut. Und dann kann man das ein bisschen andrücken. So, und dann können wir jetzt die Seiten beziehen. Jetzt drehe ich mir das wieder um, lege mir hier ein Schmierpapier unter, natürlich, und streiche jetzt hier die Seite mit Leim ein. Ich mache das so, dass ich hier die Seite noch nicht mit einleime, sondern erstmal nur die große Fläche. Also auch wenn ihr mit Kleber arbeitet, nehmt euch auf jeden Fall einen Pinsel, um den Kleber zu verstreichen. Dann nehme ich mir mein Falzbein und gehe hier auf jeden Fall über die Ecke, damit eine schöne, scharfe Ecke entsteht. Oh, oh Gott. Mein Hals, mein Hals, mein Hals. Den müssen wir gleich richten. Hier schön glatt streichen und hier dann auch umlegen. So, jetzt muss ich mal eben nach meinem Hals gucken. Der hat noch nicht richtig geklebt, das ist schlecht. Den kriege ich nämlich jetzt hier auch nicht raus. So. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen behelfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja
dieses Drama hier überspringen. Wir machen das anders. Ich mache jetzt erstmal weiter mit dem Bezug und ich mache ja eh gleich eine kurze Pause und dann werde ich das richten. So, also wir haben die eine Seite hier überzogen. Schön glatt streichen. Und jetzt natürlich die andere. Auch hier wieder schön ein Papier unterlegen, gucken. Und das Ganze einleimen. Also wie gesagt, lasst es gut trocknen, insbesondere den Hals, der innen eingeklebt ist. Und ja, so ist es leider im Video. Jetzt muss ich das nachher richten oder gleich vielmehr. So, auch hier wieder erstmal schön die Ecke umstreichen und dann das Leinen schön glatt anlegen, anstreichen. Und dann hier unten umklappen. So, was wir jetzt machen, wir kneifen jetzt hier alle Ecken ein. Und schneiden hier so schräg, nicht bis ganz unten hier auf die Ecke, sondern ja, so 1 Millimeter da drüber. Hier so, da sieht das dann aus. Schneiden wir das dann schräg ein. Klapper, klapper. So, jetzt leimen wir erst hier unten diese Flügelchen ein und legen die um. Dann die Seiten und dann das Oberteil. Für die Seiten kann man jetzt auch mal wieder hier so ein Papierchen nehmen. Ach, das ärgert mich jetzt, dass ich so vorschnell war. Aber gut, das kann man jetzt nicht ändern. Auch hier wieder so ein bisschen mit dem Falzbein drüber gehen. Und dann dieses hier, das obere. Also ich würde euch empfehlen, das auch in dieser Reihenfolge zu machen.
dann sieht es einfach schöner aus. Und dann kann man auch mal mit dem Finger darüber gehen, dann merkt man nämlich, wie ich finde, am besten, wenn es anzieht. Natürlich die Hände immer schön sauber machen, wenn man Leim dran hat. So, ich mache jetzt die andere Seite fertig und versuche das hier wieder hinzurichten. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich im zweiten Teil. Bis dahin.